Einsatz von Borussia Dortmund. Da ist das Ding, wir sind Pokalsieger 2021, 4:1 gegen Leipzig, einfach sensationell. Und heute hat das Feiertagsmagazin aber mal sowas von einem richtigen Namen. Mehr geht wirklich nicht. Ovo hat euch ja 3 Tage rund um das Pokalendspiel bestens versorgt, mit allen Informationen, mit Roman zusammen. Und ja, ich freue mich, dass du jetzt auch wieder hier bist. Ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Wir sind Pokalsieger. Das ist doch Musik in unseren Ohren, oder? Es ist so schön. Das gibt dem Ganzen hoch und runter, was wir in diesem Jahr, in dieser Saison hatten, jetzt die richtige Würze. Und es kann hinten raus ja nochmal eine richtig geile Saison werden. Die ist es eigentlich schon mit dem Ding hier. Aber kommen natürlich noch 2 wichtige Spiele und die wuppen wir aber auch noch. Und dann war es einfach, dann blenden wir alles andere aus und sagen, das war ein geiles Jahr. Wir mussten uns ja zwangsläufig dadurch, dass du hier, ich in Berlin berichten muss, mit unserem Gegner viel beschäftigen. Richtig. Von daher war es überhaupt nicht zu erwarten, dass es so ein klares Ergebnis wird, oder? Nee, wenn du mal schaust, die Generalprobe war ja schon wahnsinnig knapp. War natürlich auch super, dass wir das gewonnen haben, war auch wichtig für wahrscheinlich das Finale und auch für natürlich die Situation in der Tabelle in der Bundesliga. Aber da hat man schon gesehen, was Leipzig auch drauf hat. Das ist eine super starke Mannschaft und es war kein Selbstläufer. Und es war eigentlich auch trotz des Ergebnisses gar nicht so ein klares Pokalfinale. Wir haben das gut gemacht, insbesondere in der ersten Halbzeit sehr, sehr effektiv gewesen, die Jungs. Aber spannend war es irgendwie trotzdem noch mal so ein bisschen, nachdem sie dieses erste beim 3:1, da wurden dann Erinnerungen wach, auch an das Bundesligaspiel, wie knapp das dann noch mal werden kann hinten raus. Aber 4:1 im Pokalendspiel, das können wir. Das können wir. Wir können auch deutlich im Pokal. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Und das schmeckt natürlich am Ende dann nochmal. Auch wenn die ganzen Randbegleiterscheinungen natürlich nicht so schön waren, ohne Fans und so. Das wirkt dann schon ein bisschen anders. Aber egal. Wir haben das Ding ganz genau verdient. 3:0 stand es zur Halbzeit. Am Ende 4:1. Alle 4 Tore haben geschossen. Jailing Sandland. Also das sind unsere... Das ist der neue Name. Das ist der neue Name. Ne? Jailing Saarland. Das habe ich auch noch nicht gehört. Sandland. Ist doch gar nicht schlecht, oder? Ja, ist gut. Bist du damit? Damit bin ich um die Ecke gekommen. Sehr gut. 4:1 und die Tore, die schauen wir uns natürlich nochmal an. Ball auf die linke Seite, Sancho, Jadon Sancho, Schuss! Schauen wir erstmal auf die gute Möglichkeit. Natürlich, Jadon Sancho. Wer auch sonst. Holland gegen Upamecano. 2:0 Dortmund. Er rutscht weg, aber Erling und auch Jadon mit einem Doppelpack. Wir haben ja gerade diesen wunderbaren Namen gehört. Für Marco war es vielleicht sogar das Spiel des Lebens. Ich habe ihn selten, ich glaube überhaupt noch nie, so stark gesehen. Er hat hinten alles weggeholt, vorne die ersten 3 Tore vorbereitet. Er war ja überall. Sensationell. Was für eine geile Truppe, oder? Ja, super. Und ich glaube, Marco allen voran, aber man hat so ein bisschen gemerkt, nach diesem Frankfurt-Spiel, was verloren gegangen ist, hat die ganze Truppe sich selbst nochmal so einen Ruck gegeben und Marco auch und ist Woche für Woche irgendwie stärker geworden. Ich habe im Vorfeld mit dir, aber mit anderen auch vor dem Pokalspiel gefragt oder habe ich alle gefragt, wer wird Schlüsselspieler sein. Viele haben gesagt Jadon oder natürlich Erling, aber irgendwie war es dann doch Waren's die 3? Ja, es waren die 3, aber Marco hat ja viel eingeleitet, direkt vorbereitet. Du hast es selber gesagt, hinten die Arbeit geleistet. Ich glaube, er hat so den Weg bereitet, den Weg vorgegeben, den die Truppe gegangen ist. Was Jadon kann, was Erling kann, das wissen wir alle. Ne? Wenn sie dann da vorne sind, wo sie hingehören, dann klappt das oft auch. Aber Marco hat dafür gesorgt, dass die ganze Truppe wusste, in welche Richtung es zu arbeiten gilt an dem Tag. Und fantastisch zu sehen. Aber insgesamt eine starke Mannschaftsleistung. Auch hinten, die Jungs haben das super ausgeputzt. Absolut. Manuel Akanji hat einfach richtig. Pichu auch. Viele, gerade in den ersten Minuten. Viele der darf doch nicht aufhören. Das darf doch nicht Eigentlich sein. nicht. Eigentlich nicht. Nein, war eine tolle Leistung von der ganzen Mannschaft und mit einem super Ergebnis und auf eine super Art und Weise. Für alle Borussen war das sicherlich gestern ein sehr emotionaler Abend und sie werden auch später
ich habe es gerade schon gesagt, noch feststellen, was sie geleistet haben. Ein Titel für Borussia Dortmund zu holen, ist etwas Besonderes. Bei einem Spieler, mit dem hast du auch zusammengespielt, brachen am Spielende alle Dämme. Ne? Man hat es so gemerkt, Piscu konnte die Tränen einfach nicht mehr halten. Sag mal ehrlich, hattest du auch ein bisschen Pipi in Auto? Ich wollte es gerade sagen und ich bin jetzt auch kurz davor, weil Piscu ist ein unheimlich feiner Kerl. Ja. Du hast recht, ich habe mit ihm 3 Jahre, glaube ich, 2009 ist er gekommen, glaube ich, ne? Oder 2010. 3 Jahre zusammengespielt. Er hat ja dann quasi das, nicht Zepter, das wäre jetzt ja zu groß gesprochen, aber er hat ja meinen Platz übernommen, mich verdrängt auch, muss man auch ehrlich sagen, weil er eben auf eine Art und Weise diese Position gefüllt hat, wie es davor wenig Rechtsverteidiger auch getan haben. Und ist ein unheimlich verdienter Spieler für diesen Verein. Ja. 11 Jahre, glaube ich, waren es dann, wenn Schluss sein sollte, jetzt im Sommer, hat sich nicht nur Lob, hat sich auch die Herzen der Fans verdient, hat sich Titel verdient. Ja, beim Trikotverkauf ist, glaube ich, Piscu vorne. Ja, das aber musst das du dir ja mal vorstellen. Ja, klar, weil er ja auch eine Identifikationsfigur ist für diesen Verein. Das ist ja heute nicht mehr so normal, dass Spieler so lange bei einem Verein und dann auf dem Niveau auch noch bleiben. Insofern, ich kann gar nicht genug des Lobes über Piscu und es hat mich wahnsinnig für ihn gefreut und ich habe tatsächlich gestern Abend feuchte Augen gehabt, als ich gesehen habe, wie viel das auch ihm bedeutet. Man hat das gestern so gemerkt, wenn man hat ihn so ein bisschen beobachtet, es ist ihm alles nicht einfach gefallen. Er hat gewusst, das wird das letzte Mal sein, dass ich in Berlin im Pokal-Endspiel stehe. Das war schon sehr bewegend, muss man ehrlich sagen. Mich hat es auch sehr, sehr gefreut. Schöne Szenen auch, wie die Mannschaft ihn wirklich dann hochleben lässt und er die Hände von den Augen. Ach, wie gesagt, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut und das freut mich einfach. Für ihn, aber auch für die Truppe. Edin Terzic auch. Also ist auch eine besondere Personalie. Absolut. Ne? Es gab gestern tolle Momente, tolle Bilder im Fernsehen. Die Jungs haben natürlich super gefeiert und die schauen wir uns nochmal an und natürlich auch die Stimmen nach der Partie. Ich habe das mit aller Freude genommen, das Spiel, und klar mit Konzentration, aber auch mit Freude, dass wir im Finale stehen. Und wie gesagt, wenn ich meinen Vertrag verlängert habe, habe ich gesagt, ich würde gerne was noch BVB gewinnen, und heute ist das ein Traum wahr geworden, und deswegen bin ich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft und sehr zufrieden. Ich genieße gerade den Moment. Es ist eine unglaubliche Nacht für uns als Verein, als Mannschaft. Ich bin unglaublich stolz, Teil des Vereins zu sein. Ich war schon so häufig hier in dem Stadion, habe mir die Siegerehrung von allen Tribünen angeguckt, und heute da auf dem Podium zu stehen, das ist das, worüber ich mich jetzt gerade freue. Aber nicht, dass ich da alleine stand, sondern mit dem ganzen Staff, mit dem ganzen Trainerteam. Das macht mich unglaublich glücklich. Das macht schon Spaß, wenn man dreimal den Pokal gewinnt. Vor allem, ich wusste, das ist meine Karriereende, und dann ich wollte mich so verabschieden, dass ich kann was mit nach Hause nehmen, und das ist auf jeden Fall schön. Wir haben in den letzten Wochen unheimlich viel mit Leidenschaft gespielt, mit Wille, total ehrgeizig gewesen. Es war nicht leicht, die ganze Saison, muss man sagen, aber ich glaube, das zeigt die Mentalität der Mannschaft einfach. Das war nach dem Spiel, ich war sehr emotional. Ich bin einfach zusammengebrochen, und weil die Emotionen waren einfach raus. Dann kamen die Jungs, aber mir einfach, ich konnte das nicht bremsen oder so. Das war einfach spontan. Schöne Momente, und das werde ich lebenlang noch in meinem Kopf halten. Und wir sind unglaublich glücklich, dass wir ihm das als Mannschaft ermöglichen konnten. Und dass er dadurch nochmal seine Karriere beim BVB mit einem Titel abschließen kann. Ja, das waren einfach tolle Bilder. Ich war auch live dabei. Ich hab gestanden, habe mir den Kopfhörer aufgesetzt. Die letzten Minuten, die Pokalübergabe wollte ich natürlich auch gerne den Hörern vom Netradio live mitgeben. Wir haben uns alle angeschaut, die mit im Staff waren. Der eine hat geheult, der eine hat den Nachbarn trotz Corona in den Arm genommen. Irgendwann sind alle Dämme gebrochen. Ich glaube, das muss auch mal so sein. Man muss auch nach der langen Zeit, wir waren ja nun alle auch
komplett durchgetestet, sonst hätten wir ja gar nicht mitgedurft. Es war einfach herrlich. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, weil wir es alle so genossen haben, nochmal zusammen ein Fußballspiel zu sehen. Ja, und man hat sich natürlich auch erstmal nach diesem Erfolg gesehnt, aber auch das mit ich sage jetzt mal Gleichgesinnten, mit Freunden, mit Familienmitgliedern unserer schwarz-gelben Familie dann auch zu zelebrieren. Und natürlich ging das nur in diesem ganz kleinen Kreis. Und schade, dass wir nicht die 100.000 mit in Berlin hatten und die, ich weiß nicht, 40.000 mit im Stadion und so weiter und so fort. Aber da brechen dann die Dämme und das muss auch raus. Ja. Und das geht gar nicht anders. Nein, so soll es auch sein. Wir haben eben gesprochen über Jayden und über Erling und die beiden haben wir natürlich auch im Interview gehabt. Und das schauen wir uns jetzt an. I promised the fans that we're going to win the cup for them, and you know, this moment is all for the fans. I'm proud to win my first title, and yeah, damn, it feels good. I'm just happy to get the 2 goals tonight, and you know, to contribute in such a big game it's a dream come true, and you know, this moment will live with me forever. So I'm very proud. I wish it was we could celebrate with all our fans, but yeah, that's how it is now, and we will celebrate later, I'm sure. Ja, normalerweise ist ja das Pokal-Endspiel immer so das letzte Spiel des Jahres. Da fiebert man so ein bisschen entgegen, wenn man im Endspiel ist. Jetzt ist es alles anders im Corona-Jahr. Es sind noch 2 Spiele, 2 wichtige Spiele für unsere Mannschaft besonders. Es geht gegen Mainz am Wochenende. Die spielen seit Wochen in einer bestechenden Form. Und wir müssen sicherlich aufpassen. Wir müssen meiner Ansicht nach müssen wir beide Spiele gewinnen, um in der Champions League zu sein. Ja, was glaubst du? Mainz ist eine gefährliche Truppe, die werden sich zu Hause natürlich nichts leicht vom Teller nehmen lassen, aber unsere Mannschaft hat ja alle Mittel, die es braucht. Natürlich war es jetzt ein schweres Spiel im Pokalfinale und dann hast du nur ein paar Tage, bis es schon wieder losgeht und Mainz hat die ganze Woche darauf hinzuarbeiten. Da geht es dann vielleicht auch um Frische. Wenn es um Qualität geht, dann müssen wir das Spiel natürlich ganz klar gewinnen. Das glaube ich auch. Ja. Ich hoffe, dass Frankfurt irgendwo noch den ein oder anderen Punkt lässt, ob das gegen die Blauen ist oder gegen, ich weiß gar nicht, wer am letzten Spieltag dann... Aber Wolfsburg muss auch noch gegen Leipzig spielen. Wolfsburg muss auch noch jetzt gegen Leipzig spielen, also auch die könnten dann noch in die Verlosung reinkommen. Hauptsache, wir erledigen unsere Hausaufgaben, ganz genau. Nehmen den Schwung mit, den uns das Ding hier mitgegeben hat, jetzt aus Berlin und dann holen wir 6 Punkte. Jetzt kommen wir zum Zweikampf. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, jetzt spielen der Uwe und der Nobby gegeneinander. Weit gefehlt. Das brauchen wir gar nicht mehr. Wisst ihr warum? Letzte Woche habe ich gegen Marco gespielt. Marco hat 2 Pünktchen geholt und ich habe 6 Pünktchen geholt. Jetzt steht es 73:51. Ich habe Marco beim Testen übrigens darauf angesprochen. Ich habe gesagt, ich habe genau aufgepasst. Du hast wieder gezuppelt. Du hast wieder einen Spieler nach einem Tor irgendwie geärgert. Und dann sagt er, Norbert, und ich will dir jetzt eins sagen, ich habe es auch rausgekriegt, als wir gegen Bielefeld gespielt haben, waren dort Kürbisse aufgebaut und da hast du angerufen. Ja, ich gebe zu, vor laufender Kamera, ja, ich habe den Manager von Bielefeld angerufen. Das ist ein langjähriger Freund, der auch mal früher bei Borussia Dortmund gearbeitet hat, unser Markus. Und der hat dafür gesorgt, dass die Kürbisse da gestanden haben. Und ja, es hat mir Punkte gebracht. Nichts ausgelassen. Das ist ein Abnutzungszweikampf. Und den habe ich in diesem Jahr klar entschieden. Nicht ich, wir. Nobby, wir haben zusammen... Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Ja, ganz das genau. sagt man so. Wir haben sie einfach fertig gemacht. Ne? Hat doch Spaß gemacht, oder? Sehr viel Spaß, also uns zumindest. Ich weiß nicht, wie es den Spielern ergangen ist, aber ja, hier sitzen halt 2 Experten. Und das haben wir gezeigt. Du vor allem, weil du hast ja, muss man ja sagen, die meisten Punkte hast du ja schon. Ich habe auch, ich fahre übrigens mit dem Cabriolet noch offen durch die Stadt, ne? Also mit dem Pokal, weil wir sie einfach fertig gemacht haben. Ich freue mich, also wir wechseln uns ab, du fährst hinten mit dem Pokal, ich, und dann machen wir das so. Wir sagen allerdings nicht wann, weil dann wären da auch sicherlich der eine oder andere fertig. Wir wollen ja keine Versammlung da. Ganz genau, das war das Feiertagsmagazin zum Pokalendspiel. Ach, was ist das herrlich. Ich bin immer noch beseelt von diesem wunderbaren Spiel. Jetzt geht es am Sonntag gegen Mainz. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich gerne zuhören beim Netradio. Da werden Boris und ich wieder objektiv berichten. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Das werden wir zu 100% haben. Das war's hier aus dem Studio. Euer Nobby und Ovo. Tschüss, macht's gut.